like people. Und sie liebt Menschen. I mean, I'm fascinated by people who can turn their lives completely around. Sie ist fasziniert bei Menschen, die ihr Leben komplett umdrehen können. To me, there is no mystery how to be successful in this business. Und es gibt eigentlich kein großes Geheimnis, wie man in diesem Business erfolgreich werden kann. When I travel, I was just in the UK, Ireland, Scotland, Portugal, Turkey, Panama, with this presentation about a chocolate cake. Oh, okay. Und sie war in verschiedenen Ländern jetzt in Europa auch unterwegs und mit einer Präsentation von so einem Schokokuchen. So, because I found that why would I talk to 20% of the people at an opportunity when you'd actually get more out of talking to 80% of the people? Und die Frage ist, warum redet man nur mit 20% der Menschen, wenn man doch viel mehr Erfolge haben könnte, wenn man mit 80% der Menschen sprechen würde? And everybody understands cooking. Und jeder versteht Kochen. And they seem to understand chocolate cakes. Und jeder versteht Schokokuchen. So I show them a picture of a cake. Also zeigt sie ein Bild von einem Schokokuchen. And then I show them all the ingredients, like a big bag of flour, sugar, chocolate. Und dann zeigt sie alle Inhaltsstoffe, also das Mehl, den Zucker, die Butter und so weiter. And I ask them, if I give you these ingredients, can you make the same chocolate cake? Und dann ist die Frage, wenn ich dir all diese Zutaten gebe, bist du in der Lage, denselben Kuchen zu machen? And I love people's reaction. Und sie liebt die Reaktion der Menschen dann auf diese Frage. Guaranteed, 2 people put up their hand. 2 werden auf jeden Fall aufzeigen. And going like, think about it. You don't know how many eggs. You don't know how much flour. You don't know how much sugar. And you're telling me you could make that same cake. Und da ist natürlich die Frage, okay, wenn ich zwar die ganzen Inhaltsstoffe habe, aber gar keine genaue Mengenangabe, wie soll ich denn dann einen guten Kuchen backen? So I say, the next slide, I show a recipe. Und dann zeigt sie das Rezept. And I ask you, could you make that same cake with this recipe? Dann ist die zweite Frage, kannst du mit diesem Rezept diesen Kuchen genauso machen? And then the light goes on. Und dann geht das Licht an. And then I ask, what's even more important is, could you share this recipe with other people and could they make this cake? Und dann ist die Frage, kannst du dieses Rezept mit vielen Menschen teilen und können dann diese Menschen auch diesen Kuchen backen? So now you're starting to understand network marketing. Und so funktioniert Network Marketing. So what is 200 people making one chocolate cake? Jetzt stell dir vor, 200 Menschen backen diesen Schokoladenkuchen. It's a business. Dann ist es ja wirklich ein Business. What is one person making 200 cakes? Was ist eine Person, die 200 Kuchen backt? A very exhausted, burned out person. Sehr erschöpfte Person. And you see, this is what, if you can't do the business part-time, you can't do the business full-time, in my opinion. Und das ist der Punkt, wenn du das Business nebenbei machen kannst, dann kannst du es irgendwann auch Fulltime machen. And there's nothing better than talking to an audience where most of the people put their hand up and they say, I think I can do it. I believe I can. Und das Beste ist natürlich, wenn ich eine Präsentation habe und am Ende dann sehr viele Leute aufzeigen und sagen, ich glaube, ich kann das auch, ich kann das hinkriegen. It's the same duplication. You have the belief. Und das ist genau diese Duplikationsidee, die wir glauben müssen. And you have to find people who also believe. Und wir müssen Menschen finden, die genauso an diese Idee glauben. Every team has to have a recipe that they can sit down and it's a very set path that they take people through. Jedes Team braucht ein Rezept, nach dem es arbeitet, mit dem es quasi das gesamte Team einarbeitet. I mean, if you do the math, if on 2 Supreme packages, and let's just say Supreme because it's 300 points and the binary is 300, 600. So, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich registriere jemanden mit einem Supreme Package. Das sind 300 Punkte, jetzt einfach der Einfachheit halber zum Rechnen. I like the Supreme. It's not the most expensive and it's not the cheapest. Das Supreme Package ist insofern super, weil es nicht das teuerste ist, aber auch nicht das günstigste. You ask the women out there. We don't want the most expensive and we certainly don't want the cheapest. Und die Mädels unter euch, man will auf keinen Fall das billigste kaufen, aber auch nicht zu teuer. You know, but you are building a business and it's important that the business revolves around your binary points. Und wir bauen ein Business auf und da ist es wichtig, dass das Business sich um diesen binären Plan dreht und um die Punkte. The other thing I like about the Supreme Pack and Higher is when you sponsor somebody with a Supreme Package, you make $100. Und das Schöne an einem Supreme Package ist, dass du, wenn du jemanden mit einem Supreme Package einschreibst, ja auch schon direkt $100 verdienst. So on 2 Supreme packages, $200. 2 Supreme Packages, $200. So 10 hours a week, 30 days a month. Can you find 2 people who want to build a part-time business? Und jetzt ist die Frage, innerhalb eines Monats kannst du 2 Leute finden, die so ein Business aufbauen wollen. And can they find people who want to do a part-time business? Yes. Und können die jemanden finden, der auch nebenher was aufbauen möchte? Na klar. So
when you're talking to the majority of people, whatever it is you're sharing, you want them to start believing that they can do it. Und wenn es darum geht, Menschen das Business vorzustellen, dann geht es primär darum, den Menschen klarzumachen, Vertrauen zu schaffen, dass sie das schaffen können, dass sie Selbstvertrauen entwickeln. I think that I've seen now, as I travel around the world, we have amazing leaders. Wir haben fantastische Führungskräfte. Wenn sie um die Welt reist, dann sieht sie das. But not every amazing leader that we've had is still with Jeunesse. Aber nicht jede Führungskraft, die gut ist auch bei Jeunesse geblieben. They were great speakers on stage. Das waren tolle Sprecher auf der Bühne. They could write a book. Die konnten sogar ein Buch schreiben. But what they did was not duplicatable. Aber das, was sie gemacht haben, war nicht duplizierbar. So their people weren't seeing success. Und das ist der Grund, warum ihre Leute in ihren Teams keinen Erfolg gesehen haben. If you don't help your people be success and make money, then you're going to be doing all the baking, you're going to make all the cakes yourself, and you're going to be exhausted. Und wenn es dir nicht gelingt, ein Rezept herzustellen, mit dem du duplizieren kannst, mit dem du deinem Team helfen kannst, erfolgreich zu werden, dann wirst du am Ende in der Küche stehen und 200 Kuchen backen und total erschöpft sein. So that's just something to think about. Das ist einfach nur so zum Einstieg, dass ihr ein bisschen was habt, worüber ihr nachdenken könnt. I mean, you guys have an amazing upline. Ihr habt eine tolle Upline. Thank you. You know, I mean, yeah. But I mean, the whole team from Calvin to Damien and the Fabian and the thing, they understand the support that's needed in order for everybody to be a massive baker or a massive duplicator and have systems in place as well. The only thing I want people not to forget about is the part-timers, because 80% of the people in this industry do this part-time. Also wir haben fantastische Führungskräfte, angefangen mit Calvin, der uns wunderbar inspiriert. Wir haben Damien, tolle Kraft. Wir haben Fabi, wir haben die ganzen Systeme, die sie installieren, die Duplication Mastery vor ein paar Wochen und so weiter. Aber was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir diese tollen Führungskräfte sehen, ist, dass 80% der Menschen, die das hier machen, das ja nebenher machen. Das ist ja nicht vergleichbar. Und um die 80% müssen wir uns kümmern. And I think that you'll see from our products, they look beautiful. You can put them online. They attract the attention of people. And we have a lot of the science. But I think it's the experience people have with the serum and with the reserve and with the instantly ageless that makes this such a marketable business. Und es ist so einfach. Zum Beispiel, wir können ja die Produkte einfach selber nutzen und dadurch einfach zeigen, den Menschen zeigen und die Menschen neugierig machen. Wir können, aber was viel wichtiger ist, ist, dass die Menschen es selber erleben. Dass sie selber erleben, was macht das Serum mit mir, was macht das Reserve, wie funktioniert Ageless. There's one thing I think I did learn from working with Germany at the very beginning. Etwas, was sie gelernt hat, als sie in Deutschland gearbeitet hat, ganz von Anfang. Immensely logical people and very practical. Deutsche sind extrem logisch und extrem praktisch. Am I right? Stimmt das? Nicken Sie jetzt. So imagine being able to give them a recipe where they do A, B, C, and you make this much money, and in 6 months you'll be like $300 your first month, part-time, $1,000 for sure in month 6, but every month, not a one-time bonus. And it keeps growing, and you can give somebody a formula. Und jetzt stell dir vor, du hättest ein Rezept, das du wirklich deinen Leuten geben kannst. Wir arbeiten ja auch gerade daran mit einigen Leuten, dass du zum Beispiel sagen kannst, nach 3 oder 6 Monaten verdienst du $300 und dann nach so und so vielen Monaten verdienst du $1.000 passiv nebenher. Und zwar nicht nur einmalig, weil du Leute eingeschrieben hast, sondern wirklich jeden Monat. And when you work with a recipe, you now have a reason to call somebody once a week to see how they're doing with their recipe. And the other thing is, if they don't make the money, you can go back and you can analyze it and you can explain to somebody why they did not do it and help them. Und das Schöne, wenn du ein Rezept hast, dann ist es natürlich einfach, erstmal zu tracken, dass du einfach schaust, wo stehst du. Wenn du noch nicht genug Geld verdient hast, kann man sich anhand des Rezepts anschauen, woran bist du gescheitert, was hat nicht funktioniert oder was hast du nicht gemacht. Und dann können wir anhand des Rezepts ganz klar nachvollziehen, warum der Erfolg da ist oder noch nicht eingetreten ist. Yeah. So if you work 10 hours a week part-time, wenn ich zum Beispiel 10 Stunden die Woche arbeite, eben nebenher, 5 hours should be doing presentations. 5 Stunden davon sollten Präsentationen sein. Also wenn ich 10 Stunden die Woche habe, sollten 5 Stunden davon Präsentationen sein. And if they're new, they probably do 5 hours is probably one presentation. Und meistens ist es so, dass sie, wenn überhaupt, 5 Stunden arbeiten und davon ist dann
vielleicht eine Präsentation. But imagine if you can do 3 or 4 presentations in those 5 hours. Aber stell dir vor, wenn du in den 5 Stunden 3, 4 Präsentationen halten würdest. And the other 5 hours is your team calls, your webinars, your personal development. Also 5 Stunden von den 10 Präsentationen und die anderen 5 Persönlichkeitsentwicklung, Lernen, Videos gucken, Zoom-Calls und so weiter. Today there was Discover Jeunesse here. Heute war Discover Jeunesse in Orlando, was ich verpasst habe. And that's why we were late. Ja, deswegen war sie auch fast zu spät, aber wir waren ja doch pünktlich. And Wendy and Randy were speaking and Scott Lewis did an amazing job. Und Randy und Randy haben gesprochen und Scott Lewis hat einen fantastischen Job gemacht. And I think the number one thing our diamonds and our double diamonds and our triple diamonds mentioned is overcoming all the no's. Overcoming no's. Like people say no, no. They go no, yes. Yeah. Right. Und die ganzen Diamonds und Double Diamonds und Triple Diamonds, die heute hier waren, also ich habe hier auch welche gesehen, das Hauptthema ist, mit den Neins umzugehen. Also das zu überwinden, dass immer wieder Neins kommen. So, if you would like to ask me any more questions, I see there's so much potential out there. And when we can help now some of the 80%ers, people who are probably just going to do this part-time, if we can get them to make $1,000 a month, I pretty much say they will turn into full-timers. Yeah. But we have to teach them part-time first. So, und wenn das ist ja das Wichtigste, was ich uns gerne mitgeben möchte heute, wenn es uns gelingt, aus Leuten, die nebenher arbeiten, denen zu helfen, $1,000 im Monat zu verdienen. Viele von denen wechseln dann auch in Fulltime, aber erstmal geht es darum, im Nebengeschäft den Menschen zu helfen, erfolgreich zu werden. Yeah, so people successful. And if the binary works as Wendy Lewis designed it, you make money, they make money, and there's so little risk. Und das Schöne ist, es ist A, kein Risiko und B, der binäre Plan sieht ja vor, dass wenn wir alle arbeiten, also wenn deine Upline arbeitet und wenn du auch arbeitest, dann ist es automatisch, dass einfach der Erfolg dann kommt. Wow, thank you very much. So, how was your beginning with Jeunesse? My beginning with Jeunesse was just helping to put the company together. So we didn't have a name. Wendy came back with the serum. I was 50 at the time. I'm 58 now. Wow. So I am a serum girl. And I just knew I wanted that product. And Wendy said, we had another company at the time. And she was debating whether we should put that other product. And we said, I think it's so special. And stem cell technology is so new that we should create a new company. So we created a new company, and Debbie was there, and Jerry, and Scott, and David. There's like a core of 11 of us. And we did, 40 million the first year, 65 million the second, and the rest is history. Ja, also das ist super spannend. Wendy kam wirklich mit diesem Serum nach Hause und war mega begeistert und hat das so den ersten Menschen gezeigt. Und Lucy ist gerade in dem Jahr 50 geworden und hat gesagt, ich brauche unbedingt dieses Serum. Ich kenne ja ein paar andere, die jetzt hier auch so um die 50 waren. Some of us of our team also turned 50 in the last few years. So, und sie ist jetzt 58 und es gab eine andere Firma, die Randy und Wendy hatten und man hat halt überlegt, ob man das Produkt, also ob man das Serum dort implementiert. Und sie haben halt gesagt, nein, dieses Produkt ist so einzigartig, Stammzellentechnologie ist so einzigartig, wir machen daraus eine eigenständige Firma. Und es gab so einen Kern von 11 Menschen, mit denen Jeunesse gestartet ist. Und dann ging es ja schon direkt los mit den Millionen und der Verdopplung der Umsätze innerhalb der ersten Jahre. I was in Europe with Dr. Amsalag. Okay. And we went London, Germany, France, Belgium. And we were changing the language of the PowerPoint in the taxi. Also sie ist die ersten Präsentation mit Dr. Amsalag durch Europa getourt. Und dann haben sie im Taxi noch die ganzen Sprachen immer übersetzt, also von einem Land zum anderen. Also England, Deutschland, Frankreich und so weiter. And I think that we were telling everybody that Jeunesse was the next billion-dollar company. Und sie haben allen erzählt, dass Jeunesse die nächste milliardenschwere Firma werden wird. I think this was 2014. I think it's 2014 we were doing that. And everybody said to me, they said, oh, Lucy, all the companies say that. Und das war so 2014, wo sie da diese Tour gemacht haben durch Europa. Und da haben ja alle gesagt, ja, komm, jede Firma erzählt was von so einem großen Projekt. But Randy Ray wanted to be a billion-dollar company. And, I knew that
this company with our leaders. We had great leaders. We would be that company. Aber Randy hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie eine Milliarden-Dollar-Firma werden und mit den Leadern, die sie im Hintergrund haben und hatten, war das auch ganz klar, dass das so erfolgreich werden würde. One of our biggest competitors in 2010 was Monavi. Einer der stärksten Mitbewerber 2010 war Monavi. I knew we were doing well when we bought it. Und sie wusste, dass sie auf dem richtigen Weg sind, als sie Monavi gekauft haben. You know, and we will forever be thankful for the leaders that came from Monavi. They've made a big difference to Jeunesse. Und sie werden immer dankbar sein für die Führungskräfte, die mit Monavi quasi zu Jeunesse gekommen sind. Das hat einen riesen Unterschied gemacht und einen riesen Impact. But you know, it's like riding a big wave that just keeps getting bigger. Es ist wie so eine Welle zu reiten, die aber immer größer wird. I was with Scott in Dallas when we were awarded the top 100. We were number 14. Und sie war jetzt mit, a few weeks ago, right? Yeah. Sie war vor ein paar Wochen mit Scott Lewis bei der Verleihung von diesem Award, dass sie jetzt Platz 14 sind in der Welt im Network Marketing. And Scott was just saying how awkward it was because the room was filled with other MLM owners instead of, you know, our Jeunesse distributors. Ja. Und es war so eine ganz komische Atmosphäre, weil natürlich der Raum gefüllt war mit Unternehmern und Networkern von anderen Firmen. And they're not there to support us, they're jealous of us. Und die sind natürlich neidisch auf den Erfolg von Jeunesse. You know, so it was different. And I was so proud of his speech. He did such a great job. Und sie war super stolz auf Scott, weil er so eine tolle Rede gehalten hat. You know, he said everything he had to say, thanked all of our distributors, really appreciated the staff and the company in 3 minutes. Und er hat es geschafft, in 3 Minuten allen zu danken, vor allen Dingen den Vertriebspartnern, aber auch den Mitarbeitern und den ganzen Führungskräften. And the other award winners took a 15-minute and they did an opportunity presentation. Und die anderen Sprecher, die auch Preise bekommen haben, haben eher ihre 15 Minuten genutzt, eine Präsentation zu halten, was für eine tolle Firma sie sind und was sie alles haben. So you walk away from that going we could certainly show the industry what they should be doing, but we're just going to focus on Jeunesse and make Jeunesse, you know, an amazing company. Wow. Und klar, man könnte natürlich jetzt sich Mühe geben, den anderen Network-Firmen zu zeigen, wie man es gut machen kann oder wie man erfolgreicher werden kann. Aber sie wollen sich darauf konzentrieren, mit ihren Vertriebspartnern einfach hier den Weg zu gehen. Yeah. So you just told me before we started about the first presentations where also some people didn't show up or only a few people showed up. Yeah, I was with one of our diamonds, Jason Bournet, in downtown Manhattan. And I can tell you that meeting room cost a lot of money and 2 people showed up. Also eine der ersten Präsentationen war in Manhattan, also richtig, richtig teuer mit einem Diamond Director, also einer Führungskraft von damals auch. Und genau 2 Leute sind zu der Präsentation gekommen. And I thought, oh God, I got to go back to HQ and I've got to tell them that we spent all this money and it wasn't successful. Und sie hat natürlich dann die Sorge, dass sie jetzt wieder zurück müsste ins Hauptquartier und denen irgendwie erklären müsste, warum in New York, in Manhattan, in einem richtig teuren Ort, nur 2 Leute zur Präsentation gekommen sind. And what had happened is we had a big leader and he quit 2 days before the meeting. Und da gab es auch noch folgende Geschichte, dass eine starke Führungskraft 2 Tage vor dem Meeting von Jeunesse ausgestiegen ist. So that's why we only had 2 people. Und das war einer der Gründe, warum nur noch 2 Leute da waren. And I'm sure he regrets to this very day that he quit. Und sie ist ziemlich sicher, dass er nicht glücklich darüber ist, dass er da ausgestiegen ist damals. But the 2 people who turned up, one was a very important plastic surgeon from New York. Aber eine der beiden Personen, die gekommen ist, das war ein sehr bedeutender plastischer Chirurg aus New York. And the other lady went to South Africa and started all the business down in Cape Town. Und die andere Person war eine Dame aus Südafrika und sie hat quasi Südafrika aufgebaut. So, you know, even maybe if there'd been 100 people, to get 2 people developing it into a business after is always successful. So, also selbst aus 2 Leuten statt 100 kann ein riesiges Unternehmen, ein riesiges Business entstehen. But we didn't have a system and we didn't know how to show them part-time. We know that now, you know. Aber damals gab es halt noch kein System, kein Rezept, wie man Leuten in der nebenberuflichen Tätigkeit helfen kann, erfolgreich zu werden. And we also now set up around the world. We have people being able to do meetings, general managers able to coordinate trips. That makes a difference to the success of your business. Und deshalb gibt es auch diese ganzen Manager, die in verschiedenen Ländern und Regionen zuständig sind, weil die einfach auch viele Reisen koordinieren von den Führungskräften, von den Diamonds, dass die in den verschiedenen Orten zur Verfügung stehen.
the global field development team, we're working on a customer program that's launched in the United States and Latin America, and mid-June will be launched all over Europe. Und Lucy ist ja auch mitverantwortlich für das neue Customer-Programm, wo es darum geht, eben die Kunden nochmal besser anzuschließen, was in Nordamerika und Zentralamerika schon gestartet ist und was Mitte Juni oder Juni jetzt irgendwann bei uns auch starten wird in Europa. And customers make a difference to new people. The biggest difference to new people, because people don't understand how to do network marketing, but they do understand how to refer products. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für den Erfolg unserer Vertriebspartner und von euch, weil viele, das haben wir ja alle erlebt, dass es schwierig ist, Vertriebspartner zu gewinnen, weil denen das so fremd ist. Was ist das jetzt irgendwie Network Marketing und so weiter? Aber was jeder Kunde kennt, sind Weiterempfehlungsprogramme. So if you looked at all of your people that just came in with basic packages, if they all got one customer, imagine your volume. Und jetzt stell dir mal vor, alle, die mit einem Basispaket bei dir schon eingestiegen sind, und stell dir vor, alle von denen würden jetzt Kunden aufbauen, nur einen Kunden. Das würde ja auch schon einen riesen Unterschied machen, was die Punkte angeht. For example, with the up to 25% off retail, it comes off the retail, which is 25% off, but because you pay such heavy VAT in Europe, you're actually paying VAT on the final price. So there's even bigger savings to everybody in Europe. Okay. Und man muss jetzt das ist jetzt ein bisschen Mathematik. Wir haben in Deutschland ja eine relativ hohe Mehrwertsteuer und hier in Österreich auch. Da ist ja sogar 20%. Und mit diesem Rabatt, diesen 25% Rabatt, haben alle mehr davon, weil weniger Steuern gezahlt werden. Versteht ihr, was ich meine? Stimmt das überhaupt, was ich da gerade sage? This is the program that Dennis launched in Amsterdam. Das ist das, was Dennis Winzer vorgestellt hat in Amsterdam. Yeah. So we're seeing right now the numbers, and we're seeing how many people do a second month of the auto-ship. The goal is, right now, we're working on a loyalty program so that maybe those customers purchase for 6 months. Okay. Und jetzt arbeiten Sie gerade an so einem Programm, an so einem Bonusprogramm, wenn man Treueprogramm, dass wenn man lang genug dabei ist, man dann nochmal irgendwie einen Benefit bekommt. Das Ziel ist ja, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass Autoship oder Smart Delivery jetzt das Ding ist. And distributors will be able to earn some travel points. Und die Distributoren haben natürlich die Möglichkeit, Travel-Punkte davon zu bekommen. From preferred customers. And then the preferred customers eventually will be able to earn points to get free products. Okay. So, es soll dann so ein Punktesystem geben, dass wenn du Kunden hast, die regelmäßig bestellen oder immer wieder Produkte bestellen, dass du dafür Travel-Punkte bekommst. Und die Kunden, wenn sie nur als Kunden werben, kriegen auch Punkte, die sie dann zum Beispiel für Freiprodukte verwenden können. You know, and all of this is so you can give like your 80% as a set recipe, you can get them to do that, and then you can focus on your 20% and really help them build a great business. Okay. Und das ist halt der Punkt. Das ist wieder ein Teil des Rezepts von Jeunesse, dass du für 80% der Leute etwas hast, was einfach ist, was gut funktioniert, was hauptsächlich Kunden anspricht. Und dann kannst du dich aber auf die 20% der Partner fokussieren, die erfolgreich werden wollen und die Fulltime gehen wollen. You have to have points on the left and you have to have points on the right. Du brauchst auf jeden Fall Punkte auf der linken Seite und Punkte auf der rechten Seite. Cycles. The most important thing you can get your people to do. Und cyclen, dass die Leute cyclen, das ist eigentlich das Wichtigste, was für deine Vertriebspartner erstmal da ist. No cycle, no matching bonus. Weil ohne Cycle gibt es auch keinen Matching-Bonus. When you get to the director ranks, wenn es auf die Direktorenränge zugeht, probably Ruby, maybe 15% is matching bonus. Bei Ruby zum Beispiel sind 15% des Einkommens Matching-Bonus. Emerald, 40% if your check is matching bonus. 40. Bei Emerald sind es schon 30-40. circa 30-40%. Diamond, it could be 60-70%. Und bei Diamond kann es 60-70% sein. See, you can only make $105,000 a month from cycles. Und du kannst ja schon $105.000 alleine im Monat machen, nur durch Cycle. So where does all the rest of the money come from? Aber wo kommt der Rest vom Geld her? Matching bonus. Das ist halt der Matching-Bonus. So teaching people how to cycle is your future. You're doing them a favor, they make money, and you make money. Also die Zukunft ist es, den Menschen zu zeigen, beizubringen, wie sie cyclen können, weil das der Schlüssel ist für den Erfolg deiner Partner, aber auch natürlich für deinen eigenen Erfolg. Yeah. So Jeunesse works. Jeunesse funktioniert. Yeah. And you know, it's an exciting time, and we've been through waves of huge growth, and it's stabilized and huge growth, but the whole time, the whole base
just keeps getting a little bit bigger. So even with the big waves, it just keeps us, you know, I mean, like, if somebody was looking at a stock market, they would be amazed at our growth. You know? Also wenn man das jetzt mit Aktien vergleichen würde, das ist schon sehr krass, wie Jeunesse immer wieder gewachsen ist. Und es gibt natürlich auch immer so plötzliche Anstiege, wie zum Beispiel, wenn eine Firma übernommen wird oder wenn plötzlich Führungskräfte mit einsteigen. Aber das ist ja nur immer die Spitze des Eisbergs. Darunter ist ein kontinuierliches Wachstum und das schauen Sie sich auch ganz genau an. Und viele Firmen sind neidisch darauf oder würden sich wundern, wenn sie sehen, wie Jeunesse also organisch einfach auch gewachsen ist. Any more questions? Any more questions? Gibt es Fragen von euch? Ich hatte ein paar Fragen. Some of them asked me a few questions in advance, so I have to find them. All right. Why are there no definite information about the, like, how much astragalus is in Infinity or how much of this and that is in the... They have several versions. Yeah. They have an international version. Okay. And they have a version. They have different types of astragalus as okay. well. That's and it's also patented. Yeah. So they cannot put That's the why. exact amount because somebody will redo the product. So it's... Also das ist das, was ich auch... It's, you know, Asia will de-engineer the product in a heartbeat. Yes. Also das ist das, was ich schon gesagt hatte, einigen. Auf den Packungen steht ja a proprietary blend. Okay? Das heißt, das ist wie bei der Firma Coca-Cola eine geschützte Formel, ein geschütztes Patent. Und deswegen können Sie das nicht rausgeben, weil dann würde das Produkt sofort kopiert werden. Also das ist wirklich dafür da, also man hat die Gesamtangabe und dann darunter eben die anderen Angaben, weil das anders nicht machbar ist. Will you start in Iraq? I doubt it right now. We're working on India. We're taking on now, we've slowed down. Last year with Brazil, and it takes an awful lot of resources and a lot of money, and now it's all about India. Also die letzten Jahre wurde sehr stark auf Brasilien fokussiert und das hat auch nochmal richtig viel Geld gekostet, weil das ja auch ein riesiger Markt ist und jetzt ist der nächste große Markt Indien, auf den man sich konzentrieren Iraq wird. would have to go to Dubai probably if they wanted to pick up product. Also Irak, wenn man Leute im Irak hat, dann würde man das wahrscheinlich über Dubai regeln, dass die Leute dann in Dubai die Produkte bekommen oder Ukraine oder so, also Ukraine und sowas. Okay. Maybe one more. I don't know if we can do free trade with Iraq either, depending on what the treaty is with the USA, because we are an American company. Ja, und da es eine amerikanische Firma ist, müsste man eher auch nochmal sich genau anschauen, welche gesetzlichen Vorgaben es gibt, welche Verträge zwischen Irak und USA, ob das überhaupt möglich ist. If it's on the no-fly list, highly unlikely. Wenn es auf der No-Fly-List ist, dann ist das eher unwahrscheinlich. Dass No ship list. No ship list, genau. Okay. Julian, vielleicht kannst du gucken, ob irgendwer... Nee, der Andreas hatte noch ein, zwei Fragen. Ich habe aber auch eine Frage, die hatte ich dir gerade geschrieben. Okay. The products, or the ingredients of Reserve and AMPM, are they organic? I would say most of them are organic. If they have anything that's not organic, it always comes from a food source and it has to do with the stability of the product and exporting it as well. But the majority of the products, because Wendy and Randy believe so much, we keep them. They're not 100%, you know, organic sometimes, but they are 100% from a food-based product, which some companies would say is organic. But I think when you say organic, you mean certified organic, because they title products organic because they come from a plant source. So, you know, I mean, also, but we run tests on our products. Also es werden Tests durchgeführt mit den ganzen Produkten und die sind biologisch auf jeden Fall. Wenn sie nicht biologisch sind, also nicht 100%, aber sehr, sehr hoch, dann hat das teilweise einfach auch inhaltliche Gründe. Instantly ageless, for example, is not organic. There we go. Ja, also instantly ageless zum Beispiel ist nicht rein organisch, logisch. You can read the ingredients in AMPM. The ones that we do have are organic. Ja, genau. Also die Inhaltsstoffe von AMPM sind biologisch, sind organisch. Wenn es einzelne nicht sind, dann hat das damit zu tun, dass das Produkt sonst nicht funktioniert. Also dass es da technische, biochemische Gründe gibt, warum das dann so ist. But when you're talking about raw ingredients, it's not just organic that's important. It's the alkaloids that are in it. It's the potency. There's different plants. So that's how important the core ingredients are of the products. Yeah. And people just have to believe that, you know, to hire Dr. GM Papa to create an AM and a PM, to know the lab
where it's made, to know how clean the products are that they have to import these ingredients from countries and make sure that they're 100% clean, and then the level of alkaloids or whatever the core ingredient is important. Also es wird sehr stark darauf geguckt, also einmal, dass die Qualität natürlich der Inhaltsstoffe stimmt, aber es geht nicht nur jetzt um die reine Pflanze, sondern es geht ja um die Inhaltsstoffe. Es geht um ganz konkrete Inhaltsstoffe aus den Pflanzen, und da wird auch genau geschaut, dass die gewährleistet sind. Also dass bestimmte Alkaloide oder andere biosekundäre Pflanzenstoffe in der Konzentration, in der Menge und in der Qualität in dem Rohmaterial enthalten sind, das geliefert wird, damit das Produkt auch seine Qualität behält. A really good example of that is aloe vera. Sehr gutes Beispiel dafür ist Aloe Vera. It's a seasonal plant. Das ist eine saisonale Pflanze. And if you pick it in its season, it's sweet and it's lovely. Wenn sie zur richtigen Zeit geerntet wird, dann ist sie süß und auch sehr angenehm. And if you pick it out of season, it's bitter and it's not as strong and it doesn't have a big long chain of mucopolysaccharides. Ja. Und wenn man sie außerhalb der Saison erntet, dann ist sie nicht so süß, dann ist sie eher bitter, und dann enthält sie auch viele von diesen Mucopolysacchariden, also diese Moleküle, die da wichtig sind, nicht. So we global, we go through our one, and it's called a nutraceutical. It's a nutraceutical plant. Wir nennen das Nutraceuticals. Also Pharmazie kennen wir ja, Pharmazeutika und Nutrizeutika sozusagen. And because we export all of our products, we have to do a lot more testing on them. Und sie müssen viel mehr Tests durchführen, weil sie ja international die Produkte exportieren. Actually, you don't have to do many tests on products just sold in the US to the US. You have to do it to export. So it's not because we're good. Lustigerweise muss man, wenn man innerhalb von USA Produkte verkauft, gar nicht so viele Tests machen, wie wenn man die Produkte exportiert. Auch interessant. Yeah. So, one or two more questions and then I think we'll finish. I mean, thank you very much for your time. You're very welcome. Vin, ich hatte dir auch gerade geschrieben, könntest du mal fragen in Bezug auf Zukunft von Jeunesse? Also wo will Jeunesse hin? Und also so dieses Thema. Okay, that's an interesting question. What about the future of Jeunesse? Could you tell us a little bit about the next few years? Yeah, well, we're always thinking of the future. And my team, we're working on projects for 2018, 2019. Ihr eigenes Team arbeitet gerade an den Projekten für 2018, 19 und 2020. Scott Lewis always says he has a good 30 years in him. Und Scott Lewis sagt immer, er hat noch eine gute 30 Jahre vor sich. You know, Wendy and Randy, their big thing, because they can retire anytime they want, is that they can do more good in the world now. They've made all the money they need to make. Und Randy und Wendy möchten eigentlich nur noch Gutes tun in der Welt. Die haben genug Geld verdient, die haben das nicht mehr nötig. Die könnten jederzeit in Ruhestand gehen. You know, the size of company we are, we attract a lot of innovations. Und die Größe, die Jeunesse inzwischen erreicht hat, sorgt dafür, dass sie Innovationen anziehen, dass Menschen an sie herantreten. The future is going to be for us better ways to pay our distributors, easier ways to move the products around, systems that really help get the people trained. Also 3 Dinge stehen im Vordergrund. Einmal dafür zu sorgen, dass die Distributoren optimal bezahlt werden, also dass die Vergütungspläne optimal funktionieren. Das Zweite ist, dass die Produkte gut verschickt werden können. Also hier einige Österreich kennen ja die Problematik, dass die Produkte wirklich zeitnah versendet werden und überall gut zur Verfügung stehen. Und das Dritte ist ein System. Yeah. Better reporting, a better, faster back office. Schnelleres Backoffice, besseres Reporting. You know, and just an easier way to help a new person get started in the business. Und was ganz wichtig ist, dass es einfacher wird für einen neuen Distributor zu starten und erfolgreich zu werden. You know, all that takes time, and the complicated part is Jeunesse is like an airplane going at 500 miles an hour. We have to fix it while in flight. Und das Spannende ist, Jeunesse ist ja ein voll funktionsfähiges Unternehmen, das schon fliegt, wie ein Flugzeug. Und jetzt stell dir vor, bei 500 Kilometern pro Stunde, dass du im Flug gleichzeitig versuchst, das Ding zu reparieren oder zu verbessern. Yeah. So I think for the future, because we are now first choice, because we have the money to be able to buy an innovation. So they're not going to a small company. They come to big companies like Jeunesse, and if they're smart enough between Rob, Wendy, Scott, Randy, or the key team to analyze, if we think it's going to make us faster, better, more state-of-the-art, we'll do it.
Und das ist der Punkt. Also es ist inzwischen so, dass Jeunesse so groß ist, dass einfach Innovationen, Leute, die was Tolles haben, eher zu Jeunesse gehen als an eine kleine Firma, weil sie wissen, da ist einfach auch die Power. Und Jeunesse schaut sich sehr genau an, passt das zu uns, passt das zu unseren Zielen, unsere Distributoren erfolgreich zu machen. But we make our decision on if it helps globally, so it has to be a system that can be applied globally. Okay. And we're always doing 29 different languages. Look at Europe, 14, right? 16. Yeah. And Georgian, 17. So. Also bei der Produktauswahl ist auch wichtig, wie viele, also die Produkte müssen global implementierbar sein. Die müssen überall auf der Welt funktionieren oder auch einsetzbar sein. Und sie sind ja auch in 29 Sprachen schon alleine unterwegs oder mehr. Das ist auch so ein Faktor für neue Innovationen. I mean, Kyle Copeland does an amazing job with the events. Mm-hmm. And he's created a niche. He probably could do them globally. Und Kyle macht einen riesen Job, Kyle Copeland, mit seinen Events in Europa, und er könnte das sogar weltweit machen. You know, so I guess the next one you're planning for over there is Munich. Milan, that's right. So I will see you all in Milan. Ah, Lucy können wir dann alle in Milan kennenlernen, so you will come. Yes, I'll come to Milan. Okay, yeah. perfect. Yeah. Thank you very much. Great. Yeah, and look forward to being over there. And I'm sure I'll be over in Europe okay. a lot. Well, my whole family's going over there, so. Ein großer Teil Ihrer Familie ist in Europa oder in Deutschland auch. Also dann werden wir wahrscheinlich auch öfter mal Lucy persönlich. If anybody's in Munich, let me know. Wenn ihr in München seid, sagt ihr Bescheid. Ja. Yeah. Okay, super. Ja. Yeah. Alles klar. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, ihr Lieben, für eure Zeit. Vielen Dank, Lucy. Thank you very much, Lucy, for your time. Danke. And for all your input. Maybe you have one last advice for our distributors from your beginnings. I think the best advice I can give you is make sure you really know how to do it part-time. And if you don't know what you're doing, work with your upline, find someone who does. You don't have to know everything. Mm-hmm. And, you know, if you can help somebody be successful, they will believe in you, which is nice. They will believe in the company. Thank you very much. But what's most important, they will believe in themselves. And we are building belief in some people who don't have very much belief, you know, like they're empty inside, and you have to help build them up. And that is the most powerful gift that you can give to anybody. So, das Wichtigste ist es, Menschen zu helfen, erfolgreich zu werden im Nebenjob. Also nebenher eine Struktur, ein System, etwas zu finden, wie man das sich nebenher aufbauen kann. Und man muss nicht alles selber wissen, sondern es geht darum, jemanden zu finden in der Upline, irgendwen, der einem das zeigen kann, wie das geht. Und das hat dann 3 Effekte. Einmal, dass das Vertrauen steigt in dich als Sponsor, dass du jemanden unterstützt, dann natürlich in die Firma, in Jeunesse und in die Produkte, und dann aber vor allen Dingen, dass wir Selbstvertrauen entwickeln in den Menschen, weil das ist das Wichtigste. Die allermeisten glauben, dass sie Dinge nicht können, dass sie trauen sich viele Sachen nicht zu. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele unserer Partner noch nicht da sind, wo sie sein könnten, wo eure Upline euch sieht, weil vielleicht das Vertrauen fehlt in sich selbst, dass man das kann, was wir in euch sehen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, das wir euch geben wollen und das ihr euren Partnern mitgeben könnt, nämlich Selbstvertrauen. Ja, wow. So. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So, ich sehe euch gleich im Facebook.